Lass uns beten. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, we thank you for this new day of life. wir möchten dir für diesen neuen Tag des Lebens danken. We thank you that we can come once again to hear your word. Wir möchten dir danken, dass wir ein weiteres Mal vor dir erscheinen können, um dein Wort zu hören. We ask and pray that you would forgive us our sins. Und wir bitten und beten, dass du uns unsere Sünden vergibst. Please hide us behind the cross of Calvary. Bitte verbirge uns hinter dem Kreuz von Golgatha. And please pour out your Holy Spirit now. Und bitte gieße deinen Heiligen Geist jetzt aus. Please open to our understanding the deep things of your word. Und bitte öffne unserem Verständnis die tiefen Dinge deines Wortes. And please give us faith to believe your word. Und bitte gib uns Glauben, dein Wort zu glauben. Please sanctify us by the truth. Und bitte heilige uns durch deine Wahrheit. And prepare us for this crisis that is soon upon us. Und bereite uns auf die Krise vor, die jetzt kurz vor uns liegt. That in all things that we would honor and glorify your name. Dass wir in allen Dingen deine Namen ehren und verherrlichen. So please bless us now in Jesus' name. Bitte segne uns jetzt in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, turn to Daniel 8. Gehen wir zu Daniel Kapitel 8. Okay, what went through on Friday night, we'll go through again nice and slowly. Das haben wir uns Freitagabend angeschaut und wir wollen das nochmal durchgehen und zwar diesmal ein bisschen langsamer. Let's begin in Daniel 8 and verse 1. Lasst uns in Daniel 8, Vers 1 beginnen. It says, in the third year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me, Daniel, after that which appeared to me at the first. And I saw in a vision, and it came to pass, when I saw that I was at Shushan in the palace, which is in the province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of Gilead. So, that in chapter 8 here, Daniel sees the same vision he saw in Daniel chapter 7. So ein bisschen Vers 2 gelesen. Also in Kapitel 8 sieht Daniel jetzt dieselbe Vision, die er auch in Kapitel 7 gesehen hat. And in Daniel chapter 7, he saw 4 beasts striving upon the sea, and it's representing this kingdom at the end of the world, right? In Daniel 7 hat er diese 4 Tiere gesehen, wo der Wind dann auf dem Meer wehte, wie sie aus dem Meer kommen. Und This kingdom at the end of the also world. es repräsentiert dieses Königreich hier am Ende der Welt. And the kingdom at the end of the world is made up of 4 parts, right? Und das Königreich am Ende der Welt besteht aus 4 Teilen. Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Und zwar Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. And Rome is a specific entity because it's made up of 2 parts. It's made up of the state power and the church power, right? Rom ist eine bestimmte oder besondere Macht, denn es besteht einmal aus der staatlichen Seite und der kirchlichen Seite. Okay, but within the history of the 4th kingdom, there is this history about how the papacy was formed, right? Und in der Geschichte des 4. Reiches haben wir dann auch die Geschichte, wie das Papsttum letztendlich geformt wurde. So even though at the end of the world the 4th kingdom is marking this combination of church and state, it also has a history itself about how it went from pagan to papal, right? So, auch wenn dieses 4. Reich letztendlich hier am Ende der Welt diese Verbindung von Kirche und Staat darstellt, hat es in sich selbst auch letztendlich eine eigene Geschichte, in dem Sinne, wie es von der heidnischen Form zur päpstlichen Form wechselte. Okay, so 4 winds, right? In Daniel 7, right? Also wir haben jetzt hier diese 4 Winde aus Daniel 7 And you have those 4 beasts coming up out of the sea, right? und da haben wir die 4 Tiere, wie sie aus dem Meer aufkommen. Okay, and they are Babylon, Babylon, Medo-Persia, Medo-Persien, Greece, Griechenland. and then the 4th kingdom
is this two little horns, right? Dieses vierte Reich sind dann diese zwei kleinen Hörner. Right? First little horns, pagan Rome. Second little horns, papal Rome, right? Das erste kleine Horn ist heidnische Rom, das zweite kleine Horn ist das päpstliche Rom. Okay, so, and we have these, in the Sunday law is many different things are explaining the Sunday law crisis for us, right? Und viele verschiedene Dinge, die erklären für uns diese Sonntagsgesetzkrise hier. Okay, now this chapter here in Daniel 8 is just a repeat of Daniel 7, right? Und dieses Kapitel hier in Daniel 8 ist einfach eine Wiederholung aus Kapitel 7. Daniel 7 is talking about the political aspects of this kingdom. Daniel 8 is talking about the religious aspects, right? Also Daniel 7 spricht über den politischen Teil dieser Königreiche, wohingegen Daniel 8 über den religiösen Teil der Reiche spricht. Okay, and in Daniel 8 it's marked by beasts with horns, right? But these are symbolic of religious beasts, right? Daniel 8 spricht über diese Tiere mit diesen Hörnern und es sind ja diese religiösen Aspekte, die hier hervorgehoben werden. Right, and you see 3 horns marked here in the first 2 beasts, right? Und wir sehen hier diese 3 Hörner, die in diesen ersten 2 Tieren hier markiert sind. Okay, there's the beast that has 2 horns, right? Also es gibt dieses Tier, was diese 2 Hörner hat hier. Right. And I've not drawn it very well, but one horn is higher than the other, right? Ein Horn ist höher als das andere hier. But the horn that's higher than the other is the horn that comes up last. Aber das Horn, das höher als das andere ist, ist das Horn, was später aufkommt. Now, we know that the Sunday laws was brought about by the United States, which is a 2-horned power, right? Und wir wissen, dass das Sonntagsgesetz durch die USA eingesetzt werden wird und das ist eine zweihörnige Macht. And the 2 horns are republicanism and Protestantism. Und die 2 Hörner sind Republikanismus und Protestantismus. Okay, so Protestantism is the one, when it rules, it's marking the Sunday law crisis, because now you have the church ruling over the state. Right? Und wenn der Protestantismus anfängt zu herrschen, das markiert dann das Sonntagsgesetz, denn da herrscht jetzt die Kirche über den Staat. And then you have another horn ruling after that, marked by Greece, right? Und dann haben wir noch dieses andere Horn, was danach herrscht, das ist dann das griechische Horn. And in the history you have 3 horns plucked up by the little horn, right? Und in der Geschichte haben wir diese 3 Hörner, die dann durch das kleine Horn hier ausgerissen werden. Okay, I'm not going to enter this too deep, but it leads us to this 1260 years. Right? Ich möchte da jetzt nicht zu tief einsteigen, aber das führt ja letztendlich dann zu der 1260, wenn diese 3 Hörner ausgerissen worden sind. It's through a combination of the papacy and its armies, which it got from pagan Rome, from this former pagan empire, right? Diese Zeitspanne ist dann ja diese Kombination vom päpstlichen Rom mit seinen Armeen und diese Armeen haben sie von dem ehemaligen heidnischen römischen Reich bekommen. Okay, so I just want to see Daniel 8 is this history that comes down here until we get to the little horn in Daniel 8 and verse 9, right? Also Daniel 8 bringt uns letztendlich bis hier zu diesem Punkt, wo dann das kleine Horn in Daniel 8, Vers 9 aufkommt. In Daniel 8, 9 through 12 is the history of the inception of pagan Rome to the end of papal Rome, right? Und die Verse 9 bis 12 ist jetzt die Geschichte, wo letztendlich das heidnische Rom aufkommt und das dann in das päpstliche Rom sich formiert. Right? Richtig? So Daniel 8 basically is a whole rundown of the Sunday law at the end of the world, Also right? Daniel 8 ist nichts anderes als einfach eine Abfolge der gesamten Sonntagsgesetzkrise hier am Ende der Welt. Yes? Ja. And when we go to Revelation 17, you get here and John is standing here, right? And he looks back and it says 5 are fallen.
Also wenn wir zur Offenbarung 17 kommen, da steht Johannes ja hier und er schaut jetzt hin zurück und ihm wird gesagt, 5 sind hier zu diesem Zeitpunkt gefallen. 5 are fallen and One. 1 is. 5 sind Right? gefallen, aber einer ist. So from this time forward, right, you've got 1 is, right? Von dieser Zeit vorwärts haben wir diesen einen, der ist. Okay, and this is marked in Isaiah 23, Und right? das wird ja auch in Jesaja 23 beschrieben. Okay, the Tyre is going to be forgotten for how long? Tirus wird für wie lange in Vergessenheit geraten? 70 years for the days of one king, right? Für 70 Jahre, für die Tage eines Königs. So 5 are fallen, 1 is, right? 5 Könige sind gefallen, einer ist. So the days of one king is the United States, right? Deswegen die Tage dieses einen Königs sind die Tage der USA. And the United States is going to reign for 70 symbolic years, right? Die USA wird dann für 70 symbolische Jahre regieren. And that 70 years is a time of peace, right? Diese 70 Jahre sind eine Zeit des Friedens. Because when the papacy is forgotten, there's no war, because all those wars and everything in the world is caused by them, right? Denn wenn das Papsttum in Vergessenheit geraten ist, dann gibt es da in dem Sinne keine Kriege, denn durch sie werden alle Kriege angezettelt. And I don't mean that there's no war in that time. I mean that the God's people are not being persecuted, right? That's where all the things are pointing to, right? Und was ich damit meine, ist nicht, dass es jetzt keine buchstäblichen Kriege gibt, sondern Gottes Volk wird nicht verfolgt. Denn darauf weist ja immer alles hin in der Bibel. Okay, all these wars, all this, everything that goes on down through history is all part of Satan's purpose to murder God's people, right? Letztendlich die ganzen Kriege hier auf der Welt und die Menschheitsgeschichte dienen alle diesem einen Zweck. Es ist Satans Absicht, damit Gottes Volk zu ermorden. Okay, so you have this history here, and then, so John is looking at the past. He's here in the present. So Johannes schaut ja hier rückwärts in die Vergangenheit. Er steht dann hier in der Gegenwart. But it's pointing down to the future, right? Aber es weist dann hinab auf die Zukunft hin. Right? And it's This is- where all this past history is going to repeat, right? Und das ist, wo all diese vergangene Geschichte sich wiederholen wird. So in a historical sense, we look back and we bring those past histories down to the Sunday law, right? Also in historischen Sinne schauen wir zurück in die Vergangenheit und bringen das vorwärts hin zum Sonntagsgesetz. But in an end time scenario, this Sunday law is the past, here is the present, and it's pointing forward to the Sunday law repeating, Weil right? in diesem Endzeit-Szenario hier ist das hier die Gegenwart und die Vergangenheit ist dieses Sonntagsgesetz und es wird sich dann hier bei der zweiten Phase des Sonntagsgesetzes wiederholen. So in this sense, you can say 5 are fallen at this Sunday law, 1 is, and the other is not yet come, right? Deswegen in diesem Kontext können wir sagen, 5 sind gefallen in dieser ersten Phase des Sonntagsgesetzes, einer ist hier und der andere ist noch nicht gekommen. And the other, when he comes, will continue for a short space, right? Und der andere, wenn er kommt, dann wird er für eine kurze Zeit sein. And this illustration is just a repeat of this, right? Und diese Illustration hier, die zweite Phase des Sonntagsgesetzes, ist einfach eine Wiederholung von der ersten Phase des Sonntagsgesetzes. Okay, so part of understanding this is understanding this, right? Und um das hier besser verstehen zu können, müssen wir auch das hier noch besser verstehen. Right? So, okay, so we can put on here, right, because the seals, for instance, right? I'll put them at the bottom here. You have 1, 2, 3 seals, 4th seal, 5th seal, leads you to the 6th, right? Wenn wir uns die Siegel anschauen, dann haben wir hier die ersten 5 Siegel markieren und das führt dich dann hier zum 6. Siegel. Okay, but the 6th seal, as we understand, right, is marking the second coming, right? Aber das 6. Siegel, so wie wir es verstehen, markiert das zweite Kommen. So we know that when they make a Sunday law, technically, the father wants to destroy the earth, right?
Deswegen, wenn sie hier das Sonntagsgesetz machen, dann kann man in dem Sinne sagen, dass der Vater dort schon die Erde zerstören möchte. But what did the Lord do right here? Aber was hat der Herr hier gemacht? He holds them, right? Er hält die Winde noch zurück. Doesn't mean that there's nothing happening. It just means he prevents them from being able to do what they're planning to do, Das right? heißt nicht, dass da nichts passieren wird, sondern es bedeutet nur, dass der Herr sie aufhält, das umzusetzen, was sie umsetzen wollen. So he's going to allow them to manifest their character, and then he will bring it at the end, right? Also er wird ihnen hier die Erlaubnis geben, ihren Charakter noch zu manifestieren und dann wird er es zum Ende bringen. Okay, so what we want to do, right, is go to Daniel 8. And Gehen wir jetzt zu Daniel 8. now, this fifth kingdom, right, is typified by pagan Rome. Also dieses 5. Königreich ist ja durch das heidnische Rom vorausgestattet worden. When we go to Matthew, go to Matthew 24, right? Lass uns das in Matthäus 24 anschauen. Matthäus 24. And this is Christ talking about the end of the world, right? Und das ist ja hier, wo Christus über das Ende der Welt spricht. And the end of the world is the Sunday law crisis. Und das Ende der Welt ist die Sonntagsgesetzkrise. And he says right here, right? Verse 3. Vers 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? What shall be the sign of thy coming and the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and deceive many. And ye shall hear of wars and rumours of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. So, Bis Vers 6. what begins the time of trouble? Nun, was markiert hier den Anfang der Zeit der Trübsal? The shaking of the earth, shaking of the angry nations, right? Die Erschütterung der Erde, die Erschütterung der zornigen Nation. Right? So in history, 1848 prefigured the shaking of the earth right here, right? Also 1848 hat er geschichtlich gesehen die Erschütterung der Erde hier vorausgeschattet. So both Sunday laws are marked by these four winds, right? Also beide Sonntagsgesetze sind also durch diese 4 Winde hier dargestellt. Because Sister White has a quote where she talks about 1847. She says the nations are angry yet held in check so as not to prevent the work of the third angel, right? Also Ellen White hat ja 1847 diese Vision gehabt, wo sie gesehen hat, dass die Nationen in Schach gehalten worden sind, um nicht das Werk des 3. Engels zu behindern. Right? So the four winds are held when that comes, right? Also die 4 Winde werden gehalten, wenn das hier eintritt, also das Sonntagsgesetz. So go to verse 15. Gehen wir jetzt zu Vers 15. It says, When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. So where does Christ take your mind to now? Also wo bringt Christus jetzt deinen Verstand hin? No. What does it say in there? Where does Christ take your mind to when you read this? Also wohin möchte Jesus hier deinen Verstand leiten, wenn du das hier liest? Sorry? No, Scott, listen to what I'm saying. Daniel. What does it say in there? Where does Christ take your mind to? He takes you to the book of Daniel, Also er right? bringt dich zum Buch Daniel. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by whom? Dann sagt er, Daniel, wenn ihr right? den Groll der Verwüstung stehen seht, von dem durch den Propheten Daniel gesprochen ist. So Christ saying, you want to understand this right here, go to the book of Daniel. Deswegen Right? Christus sagt letztendlich, wenn du das hier verstehen möchtest, geh zum Buch Daniel. Right? Richtig? Okay, we have to read, and we have to read closely. Wir Right? müssen lesen und zwar genau lesen. Okay, so it takes you to where in the book of Daniel? Und wo im Buch Daniel bringt dich das hin? Yeah, Daniel 11 and verse 31, right? So Daniel let's 11, Vers 31. go back to Daniel, the book of Daniel, and verse chapter 11. Gehen wir zurück zum Buch Daniel und Kapitel 11. Okay, so in verse 31, right?
Daniel 11, Vers 31. It says, "An arm shall stand on his part, they shall pollute the sanctuary strength, shall take away the daily, and they shall place the abomination that maketh desolate." Now, this verse here was three histories, right? Three different points in history. Also in diesem Vers sind 3 verschiedene Geschichten erwähnt. Okay? It's marking 496, that's when he gives them an army. Also es markiert ja mal 496, dass es wo dem Papsttum die Armee gegeben wurde. 508, when the daily is taken away. 508, wo das tägliche hinweggenommen wurde. And 538, which marks the beginning of the 1260. Und 538, was den Anfang der 1260 markiert. Because, now just keep your place here and go back to Matthew 24. Haltet den Fingerchen in Daniel 11, gehen wir zurück zu Matthäus 24. So verse 15 says when, right? Matthäus 24, Vers 15 sagt, wenn. Go to verse 21. Gehen wir jetzt zu Vers 21. For then. Weil dann. So when, then, right? Wenn, dann. When this happens, then this happens. Wenn das passiert, dann wird auch jenes passieren. So in verse 21 it says, "For then shall be great tribulation." Dann steht, denn dann wird es große Trübsal geben. Right? So the great tribulation, Sister White says very clearly in Great Controversy, was the 1260 years of papal persecution. Und Elwald sagt sehr deutlich, dass diese große Trübsal hier aus Vers 21 die 1260-jährige päpstliche Verfolgungszeit war. Okay, so the when is also referring to verses 6 and 7, right? Also dieses Wenn aus Vers 15 bezieht sich dann also folglich auch auf Vers 6 und 7. "And ye shall have wars and rumors of wars, see that ye be not troubled, for all these things must come to pass. For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, there shall be famines, pestilence, earthquakes in diverse places." Right? Now Sister White says that this was prefigured by 1848, right? Also Vers 6 und 7 haben wir nochmal gelesen. Und Elwald sagt ja, dass es durch 1848 vorausgeschattet wurde. In 1848 is a type of Daniel 11:40. Und 1848 ist ein Typus für Daniel 11, Vers 40. In Daniel 11:40 is the south coming against the north and the north retaliating. Right? Daniel 11, Vers 40 spricht er, wie der Süden gegen den Norden stößt und der Norden zurückschlägt. Right? So, in order for the north to retaliate, what does it need? Und damit der Norden zurückschlagen kann, was braucht der Norden? An army, right? Er braucht eine Armee. Okay. So, anyway, so you have all these things happen here. So there has its army, there's the giving up its religion, and there's the beginning of the persecution, right? Also wir haben alle diese 3 Dinge hier im Sonntagsgesetz markiert. Also hier bekommt das Papsttum die Armee, hier gibt in dem Sinne die USA ihre Religion auf und hier wird das Papsttum aufgerichtet. Okay. So, Und die Verfolgung fängt an. in order to get from 5 are fallen to here, we have to understand this history right here, right? Also um zu verstehen jetzt hier, dass 5 gefallen sind hier, müssen wir... Sorry, can you repeat this last bit? We have to understand this history right Okay. here. Müssen wir dann auch hier diese Geschichte verstehen in der kleinen Zeit des Friedens. Okay, so go to Revelation 13 and verse 11. Gehen wir zur Offenbarung 13, Vers 11. It says, "I beheld another beast coming up out of the earth. He had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon." What history is this? Welche Geschichte ist hier Vers 11? This one right here, the one is, right? Also es sind die Tage eines Königs, es ist diese Zeit hier von dieser einer ist. Okay, what does this verse do for us right there? Und was macht dieser Vers für uns? Susie, what does it do for us? Are you with us, Susie? Right. Was tut dieser Vers für uns? Revelation 13:11. What does the verse do for us? Offenbarung 13, 11. Was tut dieser Vers für uns? Was gibt er uns? Okay, do you want to help her out? Möchte jemand ihr weiterhelfen?
whole history of the USA. Yes, the whole history, but it gives us a beginning and an end, right? Es gibt uns einen Anfang und ein Ende. What's the difference between the beginning and the end? Und was ist der Unterschied zwischen Anfang und Ende? Well, I'm gonna try. Oh, yes, that's what it says, but what does that mean? What's the difference between the beginning and the end? Also fängt als ein Lamm an, endet als ein Drache, aber was ist der Unterschied zwischen also Anfang und Ende? Say that again. Republic and a dictatorship. Beginnt als eine Republik und endet als eine Diktatur. Okay. Peaceful time, It tribulation. begins, comes up as a peaceful nation and it ends up as a dictatorship, Also right? fängt als eine friedvolle Nation an und endet aber als eine Diktatur. So I'm just going to bring this down a little bit, right? So. Ich will das hier einfach nur ein wenig herabbringen hier. Right. So begins peacefully, and when we say peacefully, we don't mean that there's nothing going on in the world. We mean that we're talking about God's people have peace. They are able to worship according to the dictates of their conscience, right? Also fängt friedvoll an und damit meinen wir jetzt nicht, dass das hier alles nur eine friedvolle Zeit ist, aber in Bezug auf Gottes Volk ist es friedvoll, denn sie werden jetzt hier oder ihnen wird die Erlaubnis gegeben, Gott freimütig anzubeten. Nach ihrer eigenen Überzeugung. This history here has to be prefigured somewhere in past history, right? Nun, diese Geschichte hier muss ja irgendwie in der Vergangenheit schon mal vorausgeschattet worden sein. Because there's no new thing at the end of the world, Denn right? es gibt ja nichts Neues hier am Ende der Welt. Okay, so there has to be a nation that prefigured the United States. Deswegen, es muss eine Nation gegeben haben, die die USA vorausgeschattet hat. So just keep one second. Go back to Matthew 24, Gehen wir zurück zu Matthäus 24. verse 15. Matthäus 24, Vers 15. Matthäus 24, Vers 15. It says, "When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand." Okay, in verse 21. Und jetzt noch Vers 21. "For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, nor ever shall be." So, when you see this, it's marking now the 1260, right? Also wenn wir das jetzt hier sehen, markiert es hier diese 1260. Right? Richtig? Okay, so let's go back to John, right? Lass uns zurückgehen hier zu Johannes. John's in Revelation 17 now. Right? Johannes befindet sich ja hier in Offenbarung 17. So when he looks back here, what's he looking at? Also wenn er jetzt hier rückwärts schaut, worauf schaut er? 4. No, when he's looking back at the 1260, right? Er schaut sich rückwärts blickend die 1260 hier an. Because he's taken off into the wilderness, which is from 538 to 1798. Denn er right? wird jetzt zurückgebracht in die Wüste, welche die Zeit von 538 bis 1798 darstellt. So 538 to 1798. right? 538 bis 1798. Okay? So, and then you got this kingdom, this one is, right? Which is the United States. Und dann haben wir noch dieses Königreich, dieses einer ist, das ist die USA. So when John is looking back from 538 to 1798, which power preceded this point? Und wenn jetzt Johannes rückwärts blickt von 538 bis 1798, welche Macht war davor? Pagan Rome, right? Das heidnische Rom. So when you've got this 1260 repeating, which country precedes it? Also wenn du diese 1260 dann hier hast, die sich dann hier wiederholt, welches Reich kommt also davor? Pagan Rome, right? Das heidnische Rom. So you can see just by that principle that pagan Rome is the one that prefigures the United States, right? Deswegen allein durch dieses Prinzip kann man sehen, dass das heidnische Rom also die USA vorausschattet. We also know that because when you go back in history, France, which was the former pagan Roman Empire, puts the papacy on the throne, and France is the one
that brings it down, right? Und das kann man auch unter anderem daraus erkennen, dass Frankreich damals, was Teil noch des ehemaligen heidnischen Roms war, das Papsttum auf den Thron gesetzt hat und Frankreich war dann auch die Macht, die es wieder vom Thron genommen hat. The 10 kings under the leadership of the United States puts the papacy on the throne. The 10 kings, right, at the end of the world, take her down, right? Die 10 Könige unter der Leiterschaft der USA wird das Papsttum wieder auf den Thron setzen, aber am Ende nehmen die 10 Könige das Papsttum wieder vom Thron herunter. Right? Richtig? Okay, so once we have established that, we can go look at pagan Rome and see how pagan Rome fulfills this aspect right here. Also sobald wir das etabliert haben, dann können wir uns anschauen, wie das heidnische Rom diesen Aspekt der USA hier vorausgeschattet hat. Okay, go to Daniel 8. Gehen wir dazu zu Daniel Kapitel 8. Because this is a key right here, right? Denn hier 508, das tägliche, das hinweggenommen wird, ist ein Schlüssel. Because we go now and look at the history of pagan Rome, right? Denn wir gehen jetzt und schauen uns die Geschichte vom heidnischen Rom mal an. And when we go and look in the history of pagan Rome, in verse 11, Und wenn wir uns die Geschichte vom heidnischen Rom in Vers 11 anschauen, okay, so it says, "Yea, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily was taken away, and the place of his sanctuary was cast down." So, right here you have the daily being taken away, which is marked right here at the Sunday law, right? also hier haben wir jetzt das tägliche, was hinweggenommen wird am Sonntagsgesetz. So we have to look at who was it that was responsible for that history, right? Wir müssen jetzt schauen, wer war damals für diese Geschichte hier verantwortlich. Okay, and we understand that this was marked by Constantine, Und wir right? verstehen, dass das jetzt hier durch Konstantin markiert ist. Also nicht 508, sondern es war dann halt er. Okay, so but this is a different history from 508, right? Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Es ist also nicht hier 508, So Konstantin. okay, I will come back to that in a minute. I've forgotten to mention something. Go to Daniel 11. Right? Und ich werde da gleich nochmal darauf zurückkommen. Ich möchte noch einen Zwischenpunkt einfügen. Gehen wir nochmal zu Daniel 11. Now, we read on Friday in the book of Daniel and Revelation by Uriah Smith, Und am Freitag haben wir aus dem Buch Daniel und Offenbarung von Uriah Smith Folgendes gelesen. right? And it tells us that the pagan Rome began like a very peaceful and helpful nation to other nations around it, right? Das heidnische Rom als eine scheinbar friedfertige und hilfsbereite Nation aufstieg, um anderen Nationen scheinbar zu helfen. It began as a very small nation, right? Es fing auch als eine kleine Nation an. The United States began as a very small nation. It was just this little chunk on the east coast around Maine and New York and Connecticut, etc., etc. Right? Und die USA, die fing als eine kleine Nation an, da in Maine, Connecticut, in dieser Gegend. And what happened is that they formed a union, and very slowly one state after another joined it. So it shows it was a collection of nations that came together to build the USA. Right? Just on that point alone, you can see it was small, and it was a collection of countries came together to form itself. Right? Also es fing klein an und dann haben sich letztendlich diese ganzen verschiedenen Staaten, also Bundesstaaten in Amerika, dann zusammengeschlossen. But it tells us about pagan Rome. Pagan Rome began peacefully, helping other nations, bringing them under her care and protection, right? When it was a republic nation, right? Also das heidnische Rom fing als eine Republik an und hat dann anderen Nationen geholfen.
Now, when you go to Daniel 11, verse 24, Wenn wir zu Daniel 11, Vers 24 gehen, it talks about this new nation that's coming into history, right? spricht über diese neue Nation, die hier auf die Bühne der Geschichte kommt. And it says, he shall enter peaceably even upon the farthest places of the province, and he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers. Right? And this was the fact that he was growing not by conquest, but through peaceful negotiations. Right? Also das war der Tatsache hier geschuldet, dass Rom dann jetzt hier anfing zu wachsen, nicht durch Eroberungen, sondern durch friedvolle Übernahmen. Okay? And as it progressed, it began, and it got bigger, it then began to conquer other nations. So it began peacefully, but it slowly began to become more aggressive as it went on. Right? That's not entirely correct, because Rome started off as like a bunch of robbers. They, at the beginning, they conquered only the whole areas, and it's here in this time where they now acquired, peacefully things. Yes, but that's the point we're talking about. Listen, what's Mars here. Yes, but the time begins the Battle of Actium. So, but Rome was already there for over 600 years. And it began like this small colony of robbers, and they conquered all these, and they were aggressive warriors and all these things. So it marks the peace in this time here, but not before that when it came up. Okay, but that's not what was marked in Daniel Revelation. It says that it marks. No, he comments on this time. Okay, but that's what we're reading. We're reading this paragraph right even for a time, but we're talking about this time period. Yes, but you mentioned that they came up as a peaceful nation, and I mean, you can bring it line upon line in this sense that you have a time, but... Okay, but this is when they come into Bible prophecy, right? This is what we're talking about. No, I mean... Rome comes into Bible prophecy right here in verse 24. 168. When it came into prophecy when it conquered Macedonia, right? When it came out of Macedonia. Yes. Which was 168. Okay, it makes an alliance with God's people, but I'm talking about this point right here, which is marks the time when they're going to rule. Right? I don't have a problem with prophetically marking it like this, but historically to say when they came up as a small colony and saying all these, would be incorrect. I mean, prophecy wants to show this point when they came up peacefully, but if you say they came up historically at the very beginning when they were like a small colony of robbers, that they came up peacefully, that would not be correct. But it's marked in history that they did that. I'm not arguing the point that when they first began, I'm marking the point that when they are marked as a nation, they helped other nations out. This is what they did in the beginning, right? And that's what I'm marking. When they already became a certain size, when they already had a military power. That's what I'm talking about, right? That's the point, right? And that is prefigured by the United States. It's there. There's no new thing at the end of the world, right? Yes. So United States comes up like a lamb, and Uriah Smith marks this very same characteristics of pagan Rome. They did the very same thing. Maybe not right at the point. I mean, for instance, in the United States, right? They were there also prior to 1798, right? Yes. But prophecy marks them in 1798, and prior to 1798, United States also. This were when they were a small colony and grew and all these things. Yeah, But yeah. 1798, when prophecy marks it coming up, Yes. they were already a nation. But I'm only going back to beforehand to showing that they started off very small, and it was a bunch of states that all agreed to come under the umbrella of this colony there, right? And because it was beneficial for them to do so, and that's the only point that I'm making, right? So, I think half of America was conquered by them. They took it from the Mexicans. I'm talking about the Mexicans or the Indians. Yeah, but the only cities that joined to them were in the east. The rest of America
was bought from France and just conquered. Not the rest of America. You're talking about a couple of states in the south, Louisiana and Louisiana was like half of America, but it's like the middle half. But I think we're going off on a tangent here. The point is that all these things happened, right? Otherwise, we're denying the point that there's no new thing at the end of the world. All I'm doing is taking different aspects of the United States to show that they did the very same things as what pagan Rome did in the past. And it's there, right? Make these silly arguments. I mean, I have absolutely no problems showing that pagan Rome typifies the United States. I totally agree with that. It's just the way how things are formulated might be. Well, maybe I'm not being clear, but the point is that I've lost my train of thought. Yes, they come up in a time of peace, right? The United States rises as a lamb. It's marked as a supposedly peaceful nation right at the very beginning. Right? Also die USA, sie kommt wie ein Lamm auf und ja, ist eine vorgeblich friedvolle Nation. And right here in the Bible, it says, "He shall enter peaceably." So here you have these 2 points that parallel each other. Right? Und hier in der Bibel, jetzt in Daniel Vers 24 steht, dass jetzt das heidnische Rom hier friedfertig in diese Länder eindringen wird. And it says in this verse, right, "He shall enter peaceably even upon the farthest place of the province, and he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers. He shall scatter among them the prey, and spoil and riches, and yea, he shall forecast his devices against the strong, even for a time." Right? So the United States was going to rule for a time. Die USA wird für eine Zeit herrschen. Right? Also paralleled by this 70 years, the days of one king. Und das right? ist auch parallel mit diesen 70 Jahren für die Tage eines Königs. So, at the beginning, he's like a lamb, right? But slowly, as he goes forward, he becomes more and more corrupt, right? We can see that for many years, the United States has been corrupt, right? Also am Anfang fängt es noch wie ein Lamm an, aber je weiter die Zeit vorangeht, wird es immer mehr korrumpiert. Okay, and this time period that's marked in verse 24, right, begins with the Battle of Actium. Und diese Zeit, die hier in Vers 24 markiert ist, fängt mit der Schlacht um Actium an. And Actium was a naval battle, right? Und die Schlacht um Actium war eine Seeschlacht. Now, our final reform line is marked by these 2 times of trouble, these 2 Sunday laws, right? Und unsere letzte Reformlinie wird durch diese 2 Zeiten der Trübsal dargestellt, durch diese 2 Sonntagsgesetze. If I do this, right, beginning our reform line, 1989, 1996, 9/11, 2014, Midnight Cry, Civil Sunday Law. You have the whole line, right? Und wenn wir das parallel setzen würden mit unserer Reformlinie 1989, 1996, 9/11, 2014, Mitternachtsruf, ziviles Sonntagsgesetz, wir hätten die komplette Linie da ausgespannt. So 9/11 would parallel this waymark right here, Der right? 11. September würde also diese Wegmarke hier parallel setzen. And 9/11 was marking a financial crisis, right? Der 11. September markiert eine Finanzkrise. Right? And the financial crisis is prefigured by or prefigured by ships, right? Die Finanzkrise wird durch Schiffe vorausgeschattet. Ships battling. Also hier eine Seeschlacht. Right? Okay, so you have all these points in history, right? When you bring them all together, you can see that prophecy and history are paralleling each other, right? Also wir haben all diese Sachen, die wir jetzt hier sehen können, dass Prophetie und Geschichte miteinander übereinstimmen. Okay? And this time, come down to verse 29. Und wenn wir jetzt runtergehen zu Vers 29, It says, "At the time appointed, he shall return and come toward the south, but it shall not be as the former or the latter." Now we come to Constantine, right? also hier sind wir mittlerweile bei Konstantin angekommen, in Vers 29. What did Constantine do? Was hat Konstantin getan? In 321, right?
he made a Sunday law. 321 nach Christus hat er ein Sonntagsgesetz erlassen. National apostasy brings national ruin. Und nationaler Abfall bringt auch nationalen Ruin hervor. Right? Richtig? So when he did this, it caused the demise, or it began the demise of pagan Rome, right? Und als er das getan hat, hat das dann auch den Niedergang vom heidnischen Rom markiert So in 330, oder hervorgerufen. right, Und im Jahre 330, which now is this time, was jetzt das Ende dieser Zeit markiert, 31 BC to 330 AD, denn es war von 31 vor Christus bis 330 nach Christus, right? das ist diese eine Zeit. It brings the end of this time, right? Das ist also das Ende dann hier dieser Zeit. Okay, it marks the point where that nation begins to fall, right? Es markiert jetzt den Punkt hier, wo jetzt diese Nation anfängt zu fallen. Which message comes right here? Und welche Botschaft kommt hier? Babylon is fallen. right? Babylon ist gefallen. Literally or spiritually? Buchstäblich oder geistlich gesehen? Yes, all spiritually the Sunday law, right? And it gets physically destroyed right here, right? Also hier im Sonntagsgesetz ist es noch geistlich gefallen, aber am Ende wird es dann buchstäblich vernichtet. 330, the pagan Rome was not destroyed, right? Im Jahre 330 wurde das heidnische Rom ja noch nicht zerstört. But go back to verse 29. Gehen wir aber zurück zu Vers 29. It says, at the time appointed he shall return and come toward the south, but it shall not be as the form as the latter. For the ships of Kittim shall come against it. So at this point, Vers 30. when he goes towards the south, is when he forms Constantinople. He moves the capital to Constantinople. Right? Also hier zu diesem Zeitpunkt, wo er gegen Süden zieht, das ist, wo er den Regierungssitz jetzt nach Konstantinopel verlegt hat. Who comes against him? Und wer kam dann gegen ihn? Er kam gegen das Römische Reich hier. Yes, but who is that? What Die is it? Ketea-Schiffe, und welche Macht stellt das dar? The trumpet powers, right? Das war die zweite Posaune. Okay. Posaunenmächte. So you have these trumpet powers now attacking pagan Rome, Wir right? haben jetzt diese Posaunenmächte, die jetzt das heidnische Rom attackieren. Okay. Now we know that it was the go to Revelation chapter 8, sorry, Gehen wir jetzt zur Offenbarung Kapitel 8. and let's go to the 4th. Offenbarung 8. Dann gehen wir zur vierten Posaune. Vers 12. It says, and the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars, so as the third part of them was darkened, and the day shone not for the third part of it, and the night likewise. So what do we see there? Was sehen wir jetzt hier? What's been affected? Was wird jetzt hier beeinträchtigt? The sun, the moon, and the stars, right? Sonne, Mond und Sterne. Which is the shaking of the heavens, right? Und das ist ja auch die Erschütterung der Himmel. And this is marking the collapse of pagan Rome. Und diese Posaune markiert den Niedergang vom heidnischen Rom. So, last night we spent some time, what was we putting in place at the beginning and the end? Und gestern Abend haben wir ein wenig Zeit dafür aufgewendet, was haben wir am Anfang und am Ende markiert. No, last night, the study that we did last night, what was we putting at the beginning and the end? Specifically, was the study about? Worum ging es gestern Abend in diesem Studium? Was haben wir am Anfang und am Ende markiert? It's about the shaking of the heavens, right? Das war die Erschütterung der Himmel. It's putting the stars falling from heaven here, stars falling from heaven here, and here, right? Sterne vom Himmel fallen hier, Sterne vom Himmel fallen hier, hier und am Ende. Right? Richtig? So, at the beginning of the Sunday law, the sixth seal, what does the sixth seal mark? Am Anfang des Sonntagsgesetzes hier am 6. Siegel, was markiert dieses 6. Siegel?
Shaking of the heavens and the earth, right? Die Erschütterung des Himmels und der Erde. But he holds it, right? He says, hold, 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 Aber er hält das hier noch und sagt, haltet, 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 haltet. until the end. Bis zum Ende. Then they fall, right? Und dann fallen sie hier. And 9/11 was prefiguring the shaking of the heavens and the earth. It's the day of the Lord, Und right? der 11. September hat die Erschütterung des Himmels und der Erde vorausgeschattet. Das ist der Tag des Herrn, also im Typus gewesen. Right? Richtig? So you have the first four trumpets coming, shaking of the heavens and the earth, and it marks the year 476, where pagan Rome collapses, right? Also wir haben die ersten 4 Posaunen und das bringt dich dann hier zur Erschütterung des Himmels und der Erde. Es war 476 nach Christus, wo dann das heidnische Rom kollabiert ist. So 476 would be here, right? Deswegen 476 wäre dann auch hier. Richtig? Right? Because there's 496. So 476 to 496, what does it mark in? Deswegen hier 476 bis 496, was markiert ist. Say it louder, Daniel. The little time of peace from this point to this point, Eine right? kleine Zeit des Friedens, von dem Punkt hier zu dem Punkt. Because 496 is when it gives its army to the papacy, right? In 496 war dann ja das Jahr, wo sie jetzt ihre Armee dem Papsttum gegeben haben. Right? So 476 to 496, which history is this? Von 476 bis 496, was für eine Geschichte stellt das dann? It's real difficult. But go back to Daniel 8. Gehen wir zurück dazu zu Daniel 8. It's the history of Clovis, right? Das ist die Geschichte von Chlodwig. Okay. So when we go to Daniel 8 now, first of all, we were dealing with verse 11, Zurück zu Daniel 8 kommen. Wir haben ja zuerst uns Vers 11 angeschaut. right? And the first place we mentioned about the daily being taken away is in verse 11, and it was by Constantine, right? Und der erste Vers, den wir uns ja angeschaut haben, war hier Vers 11, wo das tägliche hinweggenommen wurde durch Konstantin. Right? So first of all, you have this battle of the United States rising, peaceful, this whole time period, bringing down to Constantine, where he moves the capital and begins the demise of pagan Rome. Also Right? wir haben hier erstmal am Anfang diese Schlacht im Actium, das markiert dann hier dieses friedvolle Aufsteigen der USA und das bringt dich dann ans Ende, wo er dann letztendlich den Regierungssitz nach Konstantinopel verlegt. But in 476, how many parts of pagan Rome were marked at the demise? Also 496, wie viele Teile vom heidnischen Rom sind dann jetzt hier markiert bei ihrem Niedergang? The third part is the rest. In that card, right? How many nations were marked at the former pagan Roman Empire? How many was left? Also wie viele Nationen sind im What ehemaligen was the heidnischen geography of Rome? Rom dann übrig geblieben, gemäß der Karte zum Beispiel? Just one needed to come up. I'm not asking that, Philip. I'm asking at 476, what was the geography of Rome? How many parts was it? 10 Parts. 10 parts, right? 10 Teile. 483 came the last one. Look, I'm not going to argue with you about this. It's marked there, right? The chart says 483 the last one. And that the division was completed in 490. Maybe so, but 476 marks the demise of the thing, right? And it's marking there the demise of Rome. Rome is split into 10 parts, right? It may not have happened all at the exact same point. Also 476 markiert hier den Niedergang Roms und letztendlich ja, diese Teilung in diese 10 Teilreiche war dann vielleicht ein bisschen später erst dann vollständig abgeschlossen, aber es war auf jeden Fall in dieser Zeit dann hier. Okay, we're not marking things chronologically. We're marking things based upon
prophecy and history, bringing those things together. Also Right? wir markieren diese Dinge jetzt nicht chronologisch gesehen, sondern basierend auf den prophetischen Symbolen, wie sie dann zusammengebracht werden. Okay, so that's the history of Constantine. From those 10 parts right here, which are marked up until Constantine in 321, right? That's verse 11, right? Also diese 10 Teile, die jetzt hier dann markiert sind, bringen dich hier bis Vers 11, wo Konstantin das tägliche wegnimmt. Okay, so you have verses 9 through 11 taking you up to this point. Also die Verse 9 bis 11 bringen uns dann letztendlich hier bis zu diesem Punkt, bis zum And Sonntagsgesetz. then in verse 12, it's almost says it again. It says, and a horse was given him against the daily. Vers 12 lesen wir jetzt. Right? So the daily that had been taken away by Constantine had to have come back again, right? Also das tägliche, was durch Konstantin hinweggenommen worden ist, muss folglich ja wiedergekommen sein, denn in Vers 12 wird es wieder weggenommen. Right. Richtig? Okay, so, and we understand that yes, Clovis. Clovis was the king of France. He was part of that former pagan Roman Empire, and he gives his army to the papacy, right? And then he begins to bring all the other kingdoms together. Wir verstehen ja, dass letztendlich Chlodwig, er war Teil dieses ehemaligen römischen Reiches und er gibt jetzt seine Armee dem Papsttum und sorgt dann dafür, dass diese anderen Stämme letztendlich auch sich dem Papsttum unterwerfen. Okay, and that has to be taking place in this time period. Und das muss also folglich hier in dieser Zeitspanne dann hier stattfinden. Because right here you have the daily being taken away marked in history, right? Denn hier haben wir dann das tägliche, das hinweggenommen wird, historisch markiert. Now, if you just go to Revelation 13, just to confirm this point. Und das sind auch, zu bestätigen, gehen wir jetzt auf Offenbarung 13. Verse 11. Offenbarung 13, Vers 11. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exercises all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was what? Healed. Right? So, prior to the deadly wound, when John saw the woman sitting on the beast in the wilderness, how many horns did it have on its head? Also vor der Todeswunde, als die Frau auf dem Tier saß, wie viele Hörner hatte das Tier auf dem Haupt? 10, right? 10. And the 10 is a symbol of the 10 kings. It's its army, right? Die 10 ist ein Symbol für die 10 Könige und seine Armee. Okay. So, if before the deadly wound was healed, was sitting on these 10 nations. When the deadly wound's healed, what does she have to be sitting on again? Also bevor die Todeswunde geheilt wird, sie auf diesen 10 Nationen saß, auf was muss sie dann sitzen, wenn die Todeswunde heil wird? Again 10. So Again 10. again 10, right? Wiederum auf 10. So Revelation 13, when the deadly wound is healed here, it's marking Revelation 17 in verse 12, right? Also Offenbarung 13, Vers 12, wo die Todeswunde hier geheilt wird, markiert auch Offenbarung 17, Vers 12. Just read verse 11 to 13. Lass uns die Verse in Offenbarung 17, Verse 11 bis 13 lesen. And the beast that was past and is not present, even he is the 8th future, and is of the 7 and goeth into perdition. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings, one over the beast. These have one mind and shall give their power and strength unto the beast. Right? That's the Sunday law Christ. Das ist hier die Sonntagsgesetzkrise. Right? Richtig? So the 10 horns that John saw on the dragon from 538 to 1798 are prefiguring these 10 kings
right here at the Sunday Law Crisis. Deswegen diese 10 Hörner von 538 bis 1798 schatten diese 10 Könige hier in der Sonntagsgesetzkrise voraus, Because the deadly wound is healed. weil die Todeswunde geheilt wird. And the deadly wound was the losing of those 10 kings. Und die Todeswunde war ja letztendlich das Lösen dieser 10 Könige. Right? Richtig? So, even though we have the daily taken away here, right, in another sense, we take a chunk of history out, right, we can do this. We can do 508 to 538, right? Also auch wenn wir in einem Aspekt 508 hier markieren können, können wir eine weitere Darstellung uns anschauen von dieser Wahrheit, nämlich 508 bis 538. Right? This period of where he's forming himself ready to put the papacy on the throne of the world. Das markiert diese Zeit, wo letztendlich das Papsttum sich formiert, sodass es dann hier am Ende der Welt dann auf den Thron gesetzt werden kann. So, in history, they're all symbols, and you have to take the symbols out of their place and look, what do they represent, and put it on the line prophetic. Deswegen in der Geschichte, diese Daten sind oder Ereignisse sind letztendlich alles Symbole und wir müssen sie dann letztendlich entnehmen und schauen, was sie darstellen, was sie lehren sollen und dann dementsprechend auf die Linie platzieren. We must get rid of this chronological mindset, right? Wir müssen dieses chronologische Gedankengut aufgeben. It says we are to rightly divide God's word, Es sagt ja, wir müssen Gottes Wort richtig schneiden oder teilen. right? Richtig? So, and when you see that, it's teaching us about this little time of peace and the formation of the United States from a lamb to a dragon. Also wenn man das sieht, dann kann man also letztendlich sehen, wie die USA sich verwandeln wird von einem Lamm hin zu einem Drachen. Right? Richtig? Okay, so. I hope that's explained it. I mean, you missed also on the point you did last time with the 2 daily taking away the 2 Sunday laws. That was the main point you made last time. Yes, yes. I mean, if you take it in a history, marking one thing after another, right? You have Constantine first, followed by Clovis. Also auch jetzt hier in Daniel 8, da haben wir zweimal, dass das tägliche also hinweggenommen wird. Wenn man das also dann in einer historischen Abfolge betrachten würde, hätte man erst Konstantin, der das macht, und danach Chlodwig. So that the history of Constantine and Clovis, if you take it as a whole, it just shows you this right here, right? Also wenn du die Geschichte von Konstantin und Chlodwig nimmst als eine Gesamtheit, dann zeigt dir letztendlich diese letzte Reformlinie auf. So if we put Constantine at the right here, right? Wenn wir das jetzt gemäß der historischen Abfolge anwenden würden, hätten wir einen Konstantin hier am Anfang. Right, until Rome falls here, 476. Bis wo Rom dann hier 476 fällt. Right, and then you have 496, you have Clovis. Und dann haben wir 496 Chlodwig markiert. Right, until We stuck all these 3 dates below here and then until 1798. yes. Till 1798. Yes. Confused myself there. Right, so basically you have another pattern. Right, showing this time of peace there in the middle. Right? Also das ist ein weiteres Muster, also das tägliche wird weggenommen hier. And you forgot favorite daily is taken away here. No, yes, all those things are marked here, but I was just keeping it simple. This is when he gives them the army until the persecution. Also in dem Sinne, das tägliche wird hier weggenommen, markiert das Sonntagsgesetz unter Konstantin und das tägliche wird dann hier nochmal weggenommen durch Chlodwig, nachdem er die Armee hier gegeben hat, markiert dann hier dieses zweite Sonntagsgesetz bis zum Ende. Okay. So we have to look at these things closely. We have to wrap our mind around
the difference between a historical application and taking these things out of their setting and placing them in a prophetic application. Right? Deswegen, wir müssen wirklich unsere Gedanken in dem Sinne richtig stellen, zu erkennen, wie wir diese Sachen aus diesem historischen Abfolge entnehmen können und in eine prophetische Darstellung einordnen können, um letztendlich dann diese Abfolge hier am Ende der Welt zu verstehen. Okay, so I don't think you need a perfect understanding of every aspect of history to understand this. Also ich glaube nicht, dass man in dem Sinne ein perfektes Verständnis jedes Details der Geschichte verstehen muss, um letztendlich diese Schemen hier sehen zu können. Okay, this is just taking. You're looking at illustrations. What is being illustrated? Also Right? du From a schaust simple point of view. dir diese Darstellung an und schaust an, was in dieser Geschichte dargestellt wird. Yes, no, ever receive what? What happened exactly? No, the 476? when Rome fell. That's what's marked in history. The point where pagan Rome fell. 476 markierte den Punkt, wo das heidnische Rom fiel. So, okay, anyway, you have to struggle with that yourself if you don't get these points. Right? Also ihr müsst das wirklich für euch selbst durchdenken und damit ringen, wenn ihr das jetzt nicht wirklich für euch selbst verstanden habt. Right, let's close in prayer. Lass uns mit Gebet abschließen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you for this new week. danke für diese neue Woche, die jetzt vor uns liegt. Thank you for all your promises, Father. Danke für all deine Verheißungen. Help us, Father, this day to cooperate with you. Und hilf uns bitte, Vater, diesen Tag mit dir zusammenzuarbeiten. Help us to understand the message, Father, Hilf uns, die Botschaft richtig zu verstehen and do everything with our heart. und alles von Herzen zu tun. Bless us this day. Segne uns diesen Tag. Please continue to help us to overcome all the temptations, Und hilf uns bitte, all die Versuchungen zu überwinden. and help us to see the beauty of your word. Und hilf uns, die Schönheit deines Wortes zu erkennen. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.